Ja, das ist er. Was? Glaube ich zumindest. Da hast du das hier als Platz draußen. Ja, habe ich. Hier sind weniger Menschen. Ja. Ist auch noch nie irgendwie was passiert, wenn wir Arthur? Ja. Was? Seit wann hast du wieder? Ist egal. Hey, erstmal. Hey. Ja, da waren. Hi, Linda. Arthur. Hallo. okay. Ja, du willst nicht hier bleiben. Nee, Ne? ich würde lieber woanders hingehen. Ja, dann gehen wir noch Kaffee trinken. Kaffee? Ja, gerne. Okay, gut. Kaffee Dann trinken? erstmal weg. Ja, ist okay. Wer bist du jetzt nochmal ganz genau? So, ich bin Arthur Sündig. Ich komme aus Norddeutschland. Und ja, wie Moritz, Bob, einfach Bob. schon bereits durchaus gesehen hat, stecke ich schon seit 2013 in großer Scheiße, in die ich mich selbst reingeritten habe. Ich kämpfe schon mit den ganzen Problemen, die ich habe, seit 2013. Okay, und warum kommst du jetzt hier zu uns noch dazu? Ja? Ja, Kannst du ihn nicht einfach ausreden lassen? mich interessiert das. Ja, er war gerade dabei. Lass ihn einfach ausreden, okay? Bin auch dementsprechend in viele Kurven reingeraten. Ich dachte immer, es könnte irgendwann aufhören, wenn ich einfach irgendwie weglaufen könnte oder mich verstecken könnte. Hat es auch nicht. Und musste mich dementsprechend auch immer wieder dem stellen. Und so ist halt das gekommen, was ich jetzt auf meinem Kanal mache. Und als du mich auch kontaktiert hast, fand ich das auch super, weil andere Menschen zu haben, mit denen man auch nochmal Informationen austauschen kann, mit denen man sich auch helfen kann, hat mir in meiner Erfahrung auch schon super geholfen. Und deswegen bin ich auch hilfsbereit, euch da wirklich weiterzuhelfen, wie ich auch kann. Okay. Ich müsste halt nur wirklich wissen, ich habe schon über eure Videos geguckt, aber was genau bei euch wirklich los ist, ist ein bisschen schwer zu verstehen. Ich war da ein bisschen verwirrt. Ich weiß noch, Flo war verschwunden und dann ist halt auch Linda, magst du mal? ja. Ja, im Prinzip, ganz Scheiße hat vor 2 Jahren ziemlich genau jetzt angefangen. Da sind 2014 dann, ne? Wir, ja, 2 Jahre. Da sind wir für ein Filmprojekt in den Schwarzwald gefahren. Und danach, es war einfach irgendwie komisch, denn Flo hat sich immer mehr von uns einfach irgendwie entfernt, hat sich nicht mehr bei uns gemeldet und war dann eine Zeit lang komplett verschwunden, wie du ja schon gesehen hast. Und ja, dann sind auch noch diese komischen Wesen aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, zum Beispiel diesen grünen Kleid, mit diesem komischen Stockgesicht, dieses mit dem schwarzen Kopfding, noch einige andere. Und ja, jetzt vor einigen Wochen haben wir dann geschafft, Flo wieder zurückzubekommen. Das war das erste Mal seit, keine Ahnung, über einem Jahr oder so, wo wir mal wieder ein paar Wochen einfach schlafen konnten. Und ja, es sind dann auch noch so andere Wesen aufgetaucht, die wissen wir nicht genau, was sie tun. Sie gehören die zu den anderen, gehören sie nicht dazu. Kann ich ganz zuordnen und ja. Und jetzt ist halt, es sind jetzt nur noch wir 3 übrig. Wir waren halt noch ein paar Leute mehr.
Ja. Naja, das ist unsere Situation im Moment. Du hast erwähnt, ihr wart irgendwo. War das Das war Schwarzwald. Schwarzwald? Ja, genau, Schwarzwald, ja. Schwarzwald. Da könnte ich euch auch noch mehr Informationen geben. Da Schwarzwald ist ein schlechter Ort. Was ich Ja, das haben wir auch gemerkt. Was sich da nämlich auffällt, ist ein sehr schlechter Teil einer Organisation, der sogenannten FIO. Um es klar zu machen, ich bin Teil der, also das Ganze mal ein bisschen zu erklären, ich bin Teil der SG. Und was ist SG? Die SG will die FIO dem Licht enthüllen. Sie möchte halt, dass die Öffentlichkeit von der FIO weiß. Ja, okay. SG, FIO. Was zur Hölle? Was hat das mit uns zu tun? Magst du ihn bitte einfach ausreden lassen, Flo? Nein, sorry mal. Flo, was ist das hier für wir haben einen Hinweis Du von... hast den Typen hier angesprochen. Ja, na klar, und ich hatte einen verdammt guten Grund. Ich hatte einen Hinweis auf die FIO und er hat darüber berichtet. Na klar, setze ich mich dann mit ihm in Kontakt. Ja, okay. Was ist denn jetzt sein Problem? Nein, was? Guck ihn dir doch mal an. Ja, und? Guck dich mal an. Du? Ja, aber du von allen Leuten hier schleppst dir irgendjemand Okay, weißt du an, was, Flo? Wir gehen jetzt erstmal kurz raus und klären das da draußen. Linda, redest du mal bitte ganz normal weiter. Hier nimmst du den Brief. Flo, du kommst jetzt verdammt nochmal mit. So, kurz. Was ist eigentlich dein Problem, Flo? Was mein Problem ist, du schleppst dir irgend so einen Typen an, ja? Und Okay. was ist deine große Idee hier, ja? Du! Seit wann vertraust du Leuten wieder? Ich vertraue keinem Menschen, Flo. Ach, und warum ist der Typ da jetzt da drin? Warum ist er hierher gekommen? Ich vertraue ihm nicht. Aber er hat eventuell Informationen. Und nur damit du es weißt, Flo, die vertraue ich auch noch nicht ganz. Ach, Das mir solltest du vertraust wissen. du auch nicht ganz. Das ist ja nett zu wissen. Danke schön. Nee, weißt du was? Nach dem ganzen Bullshit brauche ich das gerade echt nicht. Okay, nach dem ganzen Bullshit. Weißt du was? Du malträtierst uns irgendwie, keine Ahnung. Und lass mich ausreden, verdammte Kacke. Ich und dann malträtiere euch. Und dann kommst du einfach irgendwann wieder und dann auf einmal bist du der beste Freund oder Ich habe was? einen Scheiß gemacht. Und das weißt du ganz genau. Wie hast du einen Scheiß gemacht? Das war nicht ich und das weißt du auch. Also komm mir nicht mit der Scheiße hier, ja? Und ich soll auf einmal einfach mal einem Blindmenschen vertrauen, Du oder hast was? mir ein Messer hinten reingerammt. Ach, daran erinnerst du dich noch? Oh ja, das hat doch ziemlich wehgetan. Bist du immer noch der andere Mensch, oder was? Ich dachte, du erinnerst dich nicht mal an dem, was du da getan hast. Wie oft müssen wir diesen Scheiß jetzt noch durchkauen, ja? Wir Gehen wir hatten mal- das okay, Thema. ja, wir hatten das Thema, ist Und mir jetzt gut. bringst du hier unter. Ist es Ja, okay. ist es nicht nur Guck mal, warte mal. genauso hinter Lindas Rücken agiert. Seit wann machst du das denn bitte? Traust du ihr auch nicht mehr? Ich wollte sie vielleicht nicht in Gefahr bringen. Falls das ja, doch natürlich. irgendwelche anderen Leute sind. Du willst sie nicht in Gefahr bringen, aber jetzt setzt du diesen Okay, Typen aus. wir damit sind du hier mit- zu dritt. Wir sind hier zu dritt. Er ist alleine. Denk einmal kurz darüber nach. Ja? Ja, und wie oft hatten wir die... Oder hast du nicht vielleicht einen kleinen Magic Finger genommen und irgendwas bemerkt oder so? Wir schon die Überzahl und sind trotzdem gefickt worden. Okay, und was ist jetzt in der letzten Zeit so passiert? Erstmal nichts. Wir scheinen ein bisschen unsere Ruhe zu haben. Weißt du was? Jetzt ist die Zeit, unsere Kräfte zu sammeln und was Neues rauszufinden. Ja? Und Ja. ich hab die Briefe bekommen, von denen ich nichts weiß. Aber trotzdem kann ich denen nachgehen. Ich würde auch gerne mal wissen, was da mit mir passiert ist. Dein großer Plan ist jetzt, unsere Scheiße zu nehmen, seine Scheiße zu nehmen und eine große Mega-Scheiße daraus zu machen. Aber die oder was? hängen zusammen, verdammt nochmal. Nein, das wissen wir nicht. Du Okay, behauptest dann lass es. Du denkst, dass sie zusammenhängen. Irgendwie hängen die zusammen, verdammt. Ja, natürlich hängen die In diesem ganzen zusammen. Chaos sind diese Informationen zu mir gekommen. Er beschäftigt sich wie mit sind diesem diese separaten Informationen- Thema. Wie sind diese Informationen überhaupt zu dir gekommen? Wo hast du sie noch Durch diesen Brief. Ich weiß es halt durch eben den nicht. Brief in deiner Handschrift. Ja, in meiner Handschrift. Von dem ich weiß, wo es ist. Aha. Und warum ist das vertrauenswürdig? Okay, warum kann das keine warum sind verfickte Falle sein? Warum sind alle deine Informationen vertrauenswürdig, wenn du dich auch nicht an den ganzen anderen Scheiß erinnerst? Ja, aber ich schleppe hier wenigstens keine wildfremden Typen an. Gut, okay, wir müssen ihm ja nicht vertrauen. Das hatte ich auch von Anfang an nie vor. Lass ihn uns im Auge behalten. Aber lass ihn irgendwie zumindest das nutzen, was er hat. Ja, aber dann lass uns ihn wenigstens auch gescheit ausfragen und nicht einfach alles nur hinnehmen, was er hier rauspalavert. Das können wir gerne so machen. Ja, okay. Ja. Gut. Aber warum machst du ihr denn jedes Mal jetzt immer so einen Terz? Halt doch mal Weil ich da schon drin war. Falls Ja, du es nicht ist okay, mitbekommen aber hast dann und ich ist da doch gut. keinen Bock hab, dann noch mal reinzukommen. Ja, aber dann behalt doch einmal einen klaren Kopf und benutzt dein Hirn verdammt nochmal. Tritt einmal kurz einen Schritt zurück, betrachte die Situation. Und geh nicht gleich einfach mit sämtlichen Widersprüchen da rein, bluff jeden an und alles. Hör dir erst mal an, was die Leute zu sagen haben. Und vielleicht, Flo, vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn du uns erst mal ein bisschen Vertrauen entgegenbringst. Bevor du einfach jetzt hier irgendwie, keine Ahnung. Ja, ist okay. Ich habe etwas überreagiert, zugegebenermaßen. Okay? Ja? Ja. Gut.
Das ist auch eine Scheiße. Okay, gut. Seid ihr super? Also, hoffen wir haben euch nicht unterbrochen. Nee, passt schon. Okay. Ich war schon fertig. Magst du uns kurz, wenn es okay ist, Linda? Ja, also Arthur hat jetzt gerade erzählt über FIO, wo Flo uns so nett unterbrochen hatte. Ist jetzt auch erst einmal egal. Ja, auf jeden Fall, diese FIO ist eine Organisation, die wohl so ja, paranormale Wesen, wie diese komischen Viecher, die uns da folgen zum Beispiel, irgendwie sicherstellt, die für Experimente an Menschen oder so nutzt und jeder, der irgendwie von weiß, wird erstmal ausgeschaltet. Ja, das kann wohl auch irgendwie sein, dass vielleicht die FAO diese ganzen Viecher auch gesetzt hat. Okay. Naja, auf jeden Fall hat der Arthur hier, ich weiß nicht, das ist wohl so ein Steinbruch hier in der Ecke. Steinbruch? Ja, müssen wir anschauen. Das ist eine Karte, wo Ja, guckst du es dir mal an. ein Stützpunkt von der FAO ist, wo halt Dokumente zu finden sind, die uns helfen könnten. Dokumente? Das ist eine Anlage von denen. Richtig, ein Steinwerk. Okay. Okay, und Wo ist das? Im Schwarzwald. Puh. wir sollen da jetzt einfach hinmarschieren. Ihr vier jetzt. Wir zusammen. Und das ist eine Organisation, die Leute ausschaltet, die denen nicht gefällt. Richtig. Und wir sollen da einfach hinmarschieren. Wenn wir zusammen marschieren, können wir uns wenigstens hier Rücken spielen. Oh ja, warte, ich sammle draußen noch ein paar Steine, das wird wunderbar funktionieren. Ich glaube, du brauchst keine Steine sammeln, Flo. Wenn das ein Steinbruch ist, dann sind da genügend. Darum geht es jetzt ja nicht. Ja, aber können wir uns das erstmal zu Ende anhören? Ja? Okay. Okay, was noch? Also das ist im Schwarzwald, hast du gesagt. Richtig. Das ist ein bisschen tricky, oder? Was sagst du dazu, Linda? Ich mag den Schwarzwald nicht. Ich glaube, den mag keiner von uns. Da hat sie einfach diese ganze Scheiße angefeiert. War die jetzt, was genau, ist diese Anlage aktiv oder? Das kann ich nicht genau sagen. Okay. Herrlich. Ja, Ja, das ist eine Sache, da sollte man. also um ehrlich zu sein, ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, da hinzugehen. Was wir Ich machen, fühle mich auch im Schwarzwald einfach nicht wohl. und was haltet ihr davon, wenn wir das Ding erstmal ein bisschen auskundschaften? Also, Das Ding ist halt, die ganzen Ami-Gebäude, die ihr hier seht, die Gebäude, die abgerissen werden, meinst du jetzt in Heidelberg? richtig hier in Heidelberg, die werden abgerissen. Das waren ehemalige Gebäude der Amis, in denen auch mal Dokumente waren. Bist du dir da sicher? Ja. Okay. Und was ist, wenn die jetzt das Gebäude mit Steinberg da auch noch abreißen? Dann wären jegliche Dokumente verloren, die wir für uns verwenden hätten können. Und was die in den Dokumenten manchmal haben, wirst du gar nicht mit deinen eigenen Augen glauben. Ich kann mir einiges vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich würde sagen, Butter bei die Fische. Lasst uns da hingehen, lasst uns das zumindest einmal auskundschaften. Und wenn das leer ist, wenn das nicht mehr, wenn wie die Ami-Gebäude hier, wenn die nicht mehr unter irgendwie benutzt werden oder sowas, Erstmal auch auskundschaften. erstmal auskundschaften und dann schauen, wie es weitergeht. Okay? Hoch auf die Demokratie. Ja, Ja. man beugt sich der Mehrheit. Ja, packen wir es dann. Ja, machen wir. Okay. Gut. Morgen dann? Ja. Ich habe ein Fahrzeug. Gut. Ja? Okay. Alles klar.